Zum allerersten Mal in der Geschichte des Feiertagsmagazins darfst du hier Platz nehmen, auf dem Gästewürfel. Ich bitte, das sind jetzt meine. Setz dich gerne. So. Ganz herzlich. Im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Es geht gegen den VfL Wolfsburg. Und mein Gast am heutigen Tag, der hat gegen kein Team häufiger gespielt als gegen den VfL Wolfsburg. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Patrick Ovo Moyela. Hi, Nobby. Ovo, hi. Ja, hi, danke, dass ich hier sein darf. Ja, du hast sogar gegen Wolfsburg einmal getroffen. Erinnerst du dich daran? Das tue ich, Nobby, denn ich habe ja nicht so viele Bundesliga-Tore geschossen. Wie viele Tore hast du eigentlich gemacht? 8 Bundesliga-Tore, 3 nur für Dortmund. Leider nie eins hier in dem schönen Stadion. Aber deshalb weiß ich natürlich, dass eins davon in Wolfsburg war, nach einer Standardsituation im Anschluss und einem wilden Jubel mit mir und Neven Subotic Richtung Eckfahne. Aber, Nobby, ich muss ja auch sagen, dass ich nicht deswegen hier bin, weil ich so oft gegen Wolfsburg gespielt habe, sondern bei uns ist Spieltag ja auch immer Feiertag. Richtig. Und am morgigen Samstag ist ein ganz besonderer Feiertag, nämlich dein 60. Geburtstag. Da muss man das so laut sagen. Das muss man so laut sagen. Und nicht nur das, BVB TV hat sich einfach überlegt, wir widmen dieses Feiertagsmagazin Norbert Dickel. Oh. Ja, und aus diesem Grund bitte ich dich, mit mir einfach mal Plätze zu tauschen, denn du bist jetzt gar nicht mehr Moderator. Zum allerersten Mal in der Geschichte des Feiertagsmagazins darfst du hier Platz nehmen, auf dem Gästewürfel. Ich bitte, das sind jetzt meine. Setz dich gerne. So, da bist du Hier habe ich überrascht. wirklich noch nie gesessen. Ja, brauchst du noch einen Moment? Oder? Nee, ja, das ist schon okay. Sitzt dich gut? Ja? Nobby, das Wichtigste vorweg. Gibt es denn trotzdem morgen Netradio oder wie verbringst du deinen Geburtstag? Ja, ich habe mir überlegt, dass ich ein Netradio machen werde, weil das Spiel werde ich gucken. Vielleicht wird ab und zu mal das Telefon bimmeln. Aber Gehst du dann ran beim Netradio? Ich glaube, das sollte ich nicht. Wird zu viel, oder? Abgesehen davon, was steht dann noch an? Ich meine, das ist ja jetzt schon ein ordentlicher Geburtstag. Den Ja, du feiern. eine kleine Feier mit ein paar Freunden. Wir gehen in eine Gaststätte. Aber natürlich unter den Bestimmungen, Corona-Schutzbestimmungen. Also wir machen 2G plus und treffen uns. Aber das muss sein, denn 60 Jahre, Nobby, das ist eine stolze Zahl. Mehr als die Hälfte davon beim BVB. Man kann also sagen, Norbert Dickel, ein Leben in Schwarz und Gelb. 30. August 1986, Startelfdebüt für Norbert Dickel beim BVB. Und wir erleben jetzt seinen allerersten Torschuss in Schwarz-Gelb. Oh, guck mal, Stadionuhr. Wie sehr man seinen Volley innerhalb von 3 Jahren doch verbessern kann. 12. September 1992. Der Held von Berlin bezieht sein neues Wohnzimmer. Auftakt einer Stadionsprecher-Ära voller Herz, Leidenschaft und Emotion, die in Fußball-Deutschland ihresgleichen weiß ich noch. Tor! 09. Minute! Nummer 23, Kagawa! 3. April 1999, die Premiere des BVB-Netradios. Für die Ausraster sorgt an diesem Tag nur Kollege Kahn. Verbale Ausbrüche liefert seitdem Nobby in freudiger Regelmäßigkeit. Schöner Pass in die Mitte! Lewandowski kommt an den Ball und jetzt Kuba! Was war das denn? Boris, der war doch alleine! Das wird in jedem Jahresrückblick jetzt gezeigt. 4. Januar 2011. Wir sind hier in Monte Castillo im wunderbaren Jerez de la Frontera. BVB TV geht on air und Nobby ist von Minute 1 an das Gesicht des Senders. Früher mit Ball am Fuß, heute mit Mikro in der Hand. Vollblutstürmer Norbert Dickel immer ganz vorne dabei. Ich mache jetzt erstmal ein Nickerchen. Bis dann, euer Nobby.
Wie cool. Ja. Oh, sehr schön gemacht, Dankeschön. Genau, sehr schön. Das waren jetzt 35 Jahre in knapp 2 Minuten zusammengefasst. Fragst du dich eigentlich manchmal, wo ist die Zeit geblieben? Ja, also wenn man zu so einem Geburtstag kommt, je näher es kommt, umso mehr machst du dir Gedanken, was war denn überhaupt alles, was ist denn überhaupt alles passiert und wirst du wirklich so alt und du erinnerst dich an so unfassbar viele Dinge, die du erlebt hast, im Privaten, aber auch beruflich und das ist halt ein besonderer Geburtstag, ohne dass ich mir Gedanken mache, da muss ich dazu sagen. Solltest du auch nicht. Und du siehst auch noch gar nicht so aus, wie so alt wie du wirst eigentlich. Aber das ist ein anderes Thema. Der Beitrag hat ja auch gezeigt, dass du eine wahre Allzweckwaffe bist, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben. Aber kann man jetzt sagen, Borussia Dortmund ist nicht mehr nur Beruf, sondern längst innere Berufung für dich geworden? Es ist mein Leben. Mein ganzes Leben habe ich bei Borussia Dortmund gearbeitet, im Prinzip seit ich 24 bin. Und es ist, ohne den BVB, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Kann sich aber auch kein BVB-Fan oder Arbeiter oder Spieler wahrscheinlich, weil du gehörst einfach zu Schwarz und Gelb wie dieses Stadion und eben unsere Südtribüne oder was auch immer. Wenn du jetzt aber zurückblickst auf diese lange Zeit mit diesem Verein, was blieb da am präsentesten hängen? Was ist dir da ganz besonders im Herzen geblieben? Jetzt mal unabhängig von den 2 Toren, die dich zum Pokalhelden gemacht haben, aber gibt es da sowas, wo du sagst, Mensch, das werde ich nie vergessen? Ich glaube, dass die schwierigen Situationen viel eher hängen bleiben, wie zum Beispiel 2005, als wir in der Geschäftsstelle gesessen haben, haben wir nicht gewusst, ob wir morgen noch Arbeit haben. Und das war eine schwierige Zeit. Natürlich erinnert man sich an Spiele, wo man geglaubt hat, die sind verloren, die man da noch rumgedreht hat. Derbys gegen die Blauen, gegen die Bayern, das Champions-League-Finale, aber auch der Anschlag auf den Bus. Das war sicherlich der bitterste Moment für mich in meiner Stadionsprecherkarriere, als es plötzlich hieß, die Mannschaft kommt nicht mehr. Also ich habe schon eine Menge erlebt. Du hast jetzt auch eine Herausforderung. Du darfst dich nämlich einer Interview-Challenge stellen. Aber wir haben uns natürlich nicht irgendwas ausgedacht. Wir machen es für dich besonders fiese. Jetzt so zu deiner Geburtstagsshow, will ich mal sagen. Also einfach nur entweder oder. Das gilt jetzt für dich. Jetzt bin ich gespannt. Übrigens, kann ich dich das auch gleich noch fragen? Nö, das ist jetzt nur für dich. Ach so, okay. Ich habe damit nichts zu tun. Also, Kategorie Geburtstag. Bier oder Wein? Fangen wir mal leicht an. Wein. Am Mikrofon, Stadionsprecher oder Netradio? Oh. Ja, du musst eins nehmen. Stadionsprecher. Ja, klar, bist du viel näher dran. So, jetzt interessant, BVB TV. Quiztaxi oder Feiertagsmagazin? Und das sind doch keine schönen Fragen. Nee, schön ist es nicht. Es soll ja auch schwer sein. Feiertagsmagazin, weil es öfter ist. Aber Quiztaxi ist auch cool. Ich durfte es ja einmal machen. Das ist schon auch gut. Naja, okay. So, jetzt wird's interessant. Beim Golfen. Carsten Kramer, den ihr alle kennen, oder unseren Chef des BVB-Reisebüros, Thomas Hess. Das sind beides meine Gegner. Aber welcher ist der? Ich kann mich nicht für einen entscheiden. Ja, Die beiden spielen immer gegen mich. Ich bin doch jetzt Moderator. Ja, ich bin jetzt Moderator und du musst dir jetzt einen aussuchen. Gut, wenn es darum geht, dass wir gemeinsam spielen, dann würde ich den Carsten nehmen. Aus folgendem Grund, das Handicap ist etwas höher und der spielt relativ gut. Und ansonsten dann gegen Thomas lieber. Ja, klar. Weil den kannst du dann schön... Okay. Obwohl wir sind alle sehr gut befreundet, von daher war die Frage nicht ganz fair. Ja, ich durfte das ja auch schon mal erleben. Das ist sehr, sehr lustig, wenn ihr golfen geht. Das muss ich sagen. Außeneinsatz, Hamburger Fischmarkt oder Münchner Marienplatz? Natürlich Hamburger Fischmarkt. Weil? Kannst du ruhig begründen? Weil ich nicht gerne nach München fahre. Einfach. Ich finde, Hamburg ist eine ganz, ganz tolle Stadt und deshalb. Ja, natürlich. Ich habe das natürlich nicht aus Jux und Dallerei gefragt, sondern wir haben uns, oder du hast an vielen Orten für BVB TV schon München, jetzt kommt München. Gedreht. Ja, da kommt nicht nur München, da kommt eine ganze Menge. Wir haben da mal so ein bisschen was aus den letzten 10 Jahren BVB TV zusammengeschnitten. Ja, du kannst dir schon mal die Haare raufen. Vorher möchte ich dir aber noch alles erdenklich Gute im Voraus wünschen, dass du einen schönen Geburtstag haben wirst. Hoffentlich mit 3 Punkten von unseren Jungs und allem, was du dir so wünschst. Und bevor wir den Clip laufen lassen, hast du die letzten Worte des heutigen Feiertagsmagazin-Spezial Nobby Dickel. Bitte. Ja, liebe BVB-Fans, wir spielen morgen in Wolfsburg. Wir brauchen euch, egal wo ihr seid. Drückt die Daumen.
und seht zu, dass wir mit rumgedrehten Pfennigen, mit Glücks, mit vierblättrigen Kleeblatt oder irgendwas das Spiel gewinnen. Weil das ist ganz wichtig. Und dir, lieber Uwe, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ich bin ein bisschen überrascht. Einfach toll. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Dann warte ab, was jetzt kommt. Hallo! Aua! 2 Klappen mit einer Fliege. Thermalwasser, vielleicht macht sie auch eine lockere Zunge. Ich schätze mal 4-1 für Bayern. Ne? Ja, aber ich kann dich beruhigen, das geht wieder weg. Gut. Nobby bei Wurst Robby hier auf dem Hamburger Fischmarkt. Und damit du hier auch mal anständig gekleidet bist, wollte ich dir was schenken. Ja. Ob im Osten oder Westen, die von Borussia sind die Besten! Sag doch mal was, sag mal BVB. BVB? Ja, geht doch. Was ist denn das für ein Spiel, ey? Hab ich gewonnen? Ja! Die Menschen im Schwarz und Gelben Ruhrgebiet werden immer stolz an deiner Seite sein. Normalerweise hatte mir Elisabeth versprochen, sie steht oben und winkt ein wenig. Was erzähle ich hier überhaupt? 1:0 für Köln! Ich trinke jetzt auf unseren BVB. Das musst du aufsaugen, das musst du genießen und das kriegst du dann nie mehr aus dem Schädel raus für dein Leben lang. Und das ist Borussia Dortmund. Ich bin dafür, dass wir das nochmal machen.